Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. In dem kleinen, uns wohlbekannten gallischen Dorf herrscht frühlingshaftes Treiben. Aber der Frühjahrsrhythmus der Dorfbewohner wird gestört durch einen offiziellen Besuch. Moral Elastix und sein Gefolge haben sich angekündigt. Moral Elastix? Wer ist denn das, oh Majestix, unser Chef? Ein Stammeshäuptling, Asterix. Sein Dorf liegt an der Steilküste. Ich mag ihn nicht sehr. Er ist geizig und paktiert aus Gewinnsucht gern mit den Römern. Aber er ist ein gallischer Häuptling. Und ein gallischer Häuptling empfängt einen gallischen Häuptling protokollgemäß. Alle Mann fertig machen zum Empfang! Die Dorfbewohner putzen sich heraus für den Besuch des hohen Gastes. Majestix auf seinem blitzblanken Schild ist um besondere Haltung bemüht. Einen anderen Häuptling mit seinem Gefolge empfängt man schließlich nicht jeden Tag. Gut, also Würde und Erhabenheit, Kinder. Würde und Erhabenheit. Da kommt er. Tag, Kollege. Warm, was? Würd gern eine kleine Cervesia trinken. So hatten sich die Dorfbewohner die Ankunft des fremden Häuptlings nicht vorgestellt. Moral Elastix schlendert zum Tor herein, auf seinen eigenen Beinen. Denn auf dem Häuptlingsschild, den sein Gefolge trägt, thront etwas ziemlich Unerwartetes. Das ist ja ein Kessel da auf deinem Schild. Naja, deshalb musste ich doch den Weg zu Fuß machen. Auf diesen Schilden ist einfach zu wenig Platz. Und was ist an diesem Kessel so besonders, dass du ihm deinen Platz abtrittst? Er ist voller Sesterze. Voller Sesterze? Ja, beim Teutates. Das ist doch der Grund, warum ich zu euch komme. Was? Julius Caesar ist in großen Geldschwierigkeiten. Zur Ausrüstung seiner Armeen für neue Eroberungszüge hat er Steuergelder genommen, die als Sold für seine Garnisonen in Gallien bestimmt waren. Ich habe erfahren, dass Caesar deshalb neue Steuern erheben will. Als ich das gehört habe, habe ich ohne zu zögern den erstbesten Topf mit Zwiebelsuppe genommen, ihn ausgeleert und den ganzen Schatz meines Volkes hineingetan. Wie blöd, die ganze Zwiebelsuppe wegzuschütten und stattdessen Sesterze reinzutun. Aber Obelix, mit Sesterzen kann man doch Zwiebelsuppe kaufen. Na eben, da war es doch nicht nötig, die Zwiebelsuppe wegzuschütten, die schon im Kessel war. Und was willst du jetzt mit dem Kessel bei uns? Ich will ihn bei euch unterstellen, denn ihr zahlt doch keine Steuern, oder? Stimmt genau. Einmal kam ein Steuereintreiber vorbei. Seitdem sind wir vom Steuerzahlen befreit. Ich erinnere mich. So schnell habe ich noch nie jemand laufen sehen. Sag mal, Moral Elastix, wäre es nicht einfacher gewesen, das Geld irgendwo zu vergraben? Oh nein, die Römer machen nämlich Ausgrabungen. Viele Münzen vergrabener Steuern wird man noch in ein paar Jahrhunderten finden. Eine gute Idee, die Römer daran zu hindern, das Geld zu bekommen. Nicht wahr? Dabei dachte ich, du würdest dich so gut mit den Römern verstehen. Du hast kein Recht an meiner Vaterlandsliebe zu zweifeln. Ja, ich treibe mit Römern Handel. Aber ich habe sie immer das Doppelte bezahlen lassen von dem, was ich den Galliern abverlangt hätte. Sehr gut ist das. Sehr gut. Verkaufst du viel an die Gallier? Nein, die Römer kaufen alles, was ich zu verkaufen habe. Also gut, wir bewahren deinen Topf auf, bis der Steuereintreiber da war. Ich vertraue ihn meinem zuverlässigsten Krieger an, Asterix.
Asterix bringt den Kessel mit den Sesterzen in seine Hütte und bewacht ihn. Eigentlich würde Obelix seinem Freund Asterix ja gern beim Wachestehen helfen, aber zu Ehren von Moral Elastix findet im Dorf am Abend ein Bankett statt. Und wo es gebratene Wildschweine gibt, kann Obelix natürlich nicht fehlen. Heim Teutates, du kannst aber viel essen. Essen? Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich muss Asterix was zu essen bringen. Der passt doch ganz allein auf den Kessel auf. Lass nur, das mache ich schon. Ich muss ihm sowieso noch ein paar Ratschläge geben. Ist mir recht. Ich stehe nicht gern auf zwischen zwei Wildschweinen. Mit einem dampfenden Wildschweinbraten geht Moral Elastix durchs nächtliche Dorf zu Asterix, der vor seiner Hütte steht und Wache hält. Halt! Wer da? Alle Achtung, bist du eifrig. Bei dir ist der Kessel wirklich in Sicherheit. Ich tu nur meine Pflicht. Hier, ich hab dir was zu essen mitgebracht. Komm, setz dich und iss. Danke. Ich wollte dich noch vor den römischen Patrouillen warnen, die uns unterwegs aufgelauert haben. Da habe ich keine Angst. Die Römer werden deine Sesterze nicht kriegen. Ich bringe sie dir höchstpersönlich zurück. Na, dann kann ich ja beruhigt gehen. Noch in der Nacht machen sich Moral Elastix und sein Gefolge auf den Weg nach Hause. In unserem kleinen Dorf kehrt langsam Ruhe ein. Alle sind schlafen gegangen. Alle außer Obelix, der die letzten Wildschweine aufisst. Und außer Asterix, der vor seiner Hütte Wache steht. Die ganze Nacht lang, bis der neue Tag anbricht. Der Morgen dämmert. Jetzt werde ich mich etwas ausruhen. Asterix geht in seine Hütte, um sich ins Bett zu legen. Da macht er plötzlich eine fürchterliche Entdeckung. Oh, der Kessel! Der Kessel ist leer! Aufgeregt springen die Dorfbewohner aus ihren Betten und stürmen zur Hütte von Asterix. Ungläubig starren sie auf den leeren Kupferkessel. Wie konnte das denn nur passieren? Jemand hat in die Rückwand meiner Hütte ein Loch gemacht. Auf diese Weise sind die Diebe eingestiegen. Nur ruhig. Vielleicht sind sie noch im Dorf. Sofort durchsuchen die Gallier jede Ecke und jeden Winkel ihres Dorfes. Aber von den Dieben gibt es keine Spur. Und auch keine von den Sesterzen. Die Lage ist ernst. Unter Vorsitz von Häuptling Majestix tritt auf dem Dorfplatz das Stammesgericht zusammen. Der Angeklagte heißt Asterix. Wir haben eine Ehrenschuld, Asterix. Moral Elastix hat uns einen Kessel mit Sesterzen anvertraut. Geben wir ihm doch den Kessel zurück. Da wäre schon mal die Hälfte der Schuld getilgt. Ruhe! Oder ich lasse das Dorf räumen. Dir, Asterix, war der Kessel anvertraut und du hast deinen Auftrag, ihn zu bewachen, nicht erfüllt. Durch dich ist das Dorf in Unehre geraten. Du kennst unsere Gesetze, sie sind streng. Ich kenne sie, O Majestix, unser Chef. Es stimmt uns zwar traurig, aber du wirst aus dem Dorf verbannt. Erst wenn deine Schuld wieder gut gemacht ist, hast du das Recht, zurückzukehren. Entweder ich komme mit diesem Kessel voller Sesterzen zurück, oder ihr seht mich nie wieder. Das ist ein Wort, beim Teutates. Komm mit gefülltem Kessel zurück, das wünsche ich dir. Ausgestattet mit einer Flasche Zaubertrank von Miraculix nimmt Asterix den leeren Kupferkessel und verlässt das Dorf. Obelix versteht erst jetzt langsam den Ernst der Situation. Wie? Er geht weg? Asterix geht weg? Lass ihn, Obelix. Er ist verbannt. Aber vielleicht kommt er wieder. Geht's euch noch gut? Asterix ganz allein ziehen zu lassen?
Wie soll er denn da fertig werden, wenn Idefix und ich nicht dabei sind und ihn beraten? Komm, Idefix! Obelix und Idefix stürmen aus dem Dorf. Im Wald können sie den traurigen Asterix gerade noch einholen. Asterix, warte auf mich! Obelix! Geh zurück ins Dorf. Ich bin verbannt. Verbannt? Na gut, dann bannen wir eben gemeinsam. Mein Obelix. Hast du wirklich geglaubt, ich lass dich allein bannen? Jetzt, da wir beide zusammen sind, bin ich sicher, dass wir den Kessel gefüllt zurückbringen werden. Aber sicher. Und wo, glaubst du, finden wir Zwiebelsuppe zum Reintun? Es geht nicht um Zwiebelsuppe, sondern um Sesterze. Um Geld. Du gehst mir langsam auf die Nerven mit deinem Geld. Oh, du hättest ja nicht mitkommen müssen. Verzeih mir. Ich bin so nervös. Es ist meine Schuld, Asterix. Von mir aus können wir den Kessel mit allem füllen, was du willst. Du wirst sehen, das kriegen wir hin. So intelligent und verständig, wie wir sind. Oh, jetzt ist aber langsam mal genug mit der Heulerei. Der Kessel muss gefüllt werden, und zwar mit Sesterzen. Aber wo findet man Sesterze? Bei den Römern natürlich. Hat Moral Elastix nicht gesagt, dass er von Patrouillen verfolgt wurde? Vielleicht haben die Römer ja die Sesterze gestohlen. Das wollen Asterix und Obelix herausfinden. Ganz in der Nähe ist das Römerlager Kleinbonum. Und dem statten die beiden nun einen Besuch ab. Halt! Quo vadis? Kein Durchgang! Aus dem Weg! Wie immer ist es für unsere Freunde kein Problem, die Wache zu passieren. Jetzt müssen sie nur noch die Sesterze wiederbekommen. Römer, wir sind hier, damit ihr diesen Kessel füllt. Mit dem Geld, das uns gehört. Geld! Versteht ihr? Geld? Hat er Geld gesagt? Aufgeregt strömen die Legionäre aus ihren Zelten und stürmen erwartungsvoll auf Asterix und Obelix zu. Allerdings scheint es da ein kleines Missverständnis zu geben. Die Legionäre glauben, dass man ihnen endlich ihren längst überfälligen Sold auszahlen will. Wird auch Zeit! Und? Kommt das Geld bald? Das hoffe ich sehr. Los, gebt her. Was? Hergeben? Muss man jetzt dafür zahlen, dass man in der Legion ist? Ich will, dass ihr auf der Stelle diesen Kessel füllt. Womit? Das habe ich selbst auch noch nicht so richtig kapiert. Mit Sesterzen! Vom Zahlen hat beim Anwerben keiner was gesagt. Beim Jupiter! Ich weigere mich zu zahlen! Oder aber wir reden zumindest über den Preis. Ich schlage vor, wir bilden einen Ausschuss, der... Du spinnst wohl ein bisschen, was? Au! Unter den Legionären bricht eine riesige Prügelei aus. Asterix und Obelix können darüber nur staunen. Die spinnen wirklich, die Römer. Komm, Obelix. Ich glaube, wir haben uns getäuscht. Hier gibt's nichts, womit wir unseren Kessel füllen könnten. Du, Asterix, Ja? ich hab Hunger. Na gut, gehen wir was essen. Das wird uns aufmuntern. Enttäuscht verlassen unsere Freunde das Römerlager Kleinbonum. Ihr Weg führt sie zum Strand. Dort hat ein neues Gasthaus aufgemacht. Das Gasthaus sieht irgendwie aus wie ein Piratenschiff, das gestrandet ist. Und genau das ist es. Nach der letzten Prügelei mit den Galliern haben die Piraten nämlich das Seefahren an den Nagel gehängt und in ihrem Schiffswrack ein Restaurant eröffnet. Kundschaft an Boot, Captain! Ah, endlich! Seit uns diese Gallier aufs Trockene gesetzt haben, hatten wir als Kundschaft nur Legionäre ohne Sold, die auf Pump trinken. Alle Mann klar machen für die Gästebewirtung! Ei, ei, Captain!
Was der Piratenkapitän nicht ahnt, ist, dass seine Gäste ausgerechnet die Gallier sind, die er am meisten fürchtet. Herein, edle Gäste! Oh nein! Die Gallier! Die Piraten! Das ist die Lösung, Obelix. Die Piraten sind an Land gegangen, um das Geld zu stehlen. Was für Geld? Unser Geld! Alle Mann her zu mir! Oh. Mit einem kräftigen Schluck Zaubertrank im Bauch und Obelix an seiner Seite wirft sich Asterix den anstürmenden Piraten entgegen. Weißt du, Asterix, mir sind die Piraten auf dem Meer irgendwie lieber. Die sind mehr in ihrem Element. Hier finde ich sie so vertrocknet, nicht recht in Form. Wir müssen alles durchsuchen. Diese Starze sind hier bestimmt irgendwo. Aber Asterix täuscht sich. Obwohl sie jeden Winkel im Schiffswrack durchsuchen, finden sie keinen einzigen Sesterz. Traurig ziehen Asterix und Obelix weiter. Sie lassen ein demoliertes Gasthaus und einen Haufen verprügelter Piraten zurück. Wisst ihr was, Jungs? Das Leben an Land ist keine Spur sicherer. Kommt, lasst uns den Kahn wieder flott machen. Und dann nichts wie zurück aufs Meer. Ziellos wandern unsere beiden Gallier durch den Wald. In ihrem Kupferkessel herrscht immer noch gähnende Leere. Ich glaube nicht, dass wir diese Starze wiederfinden werden. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Wir müssen uns das Geld verdienen. Geld verdienen? Aber sowas haben wir noch nie gemacht. Na gut, dann müssen wir eben damit anfangen. Nur wie? Wie wär's, wenn wir den Leuten unsere Abenteuer erzählen würden? Vielleicht bezahlen sie ja was dafür. Ich bin kein Geschäftsmann, aber ich kann dir sagen, dass sowas nie und nimmer Geld bringt. Naja, man könnte das doch nennen, die Abenteuer von Obelix dem Gallier. Ach, sei still! Ich muss nachdenken. Also, was können wir denn? Ich kann Hinkelsteine liefern, Hunde dressieren, Wildschweine jagen, fischen, essen, trinken, tanzen, die Römer verprügeln. Schau, da auf der Straße! Am Rande des Waldes wälzt sich eine Kolonne von Markthändlern über eine Straße. Mit Ochsenkarren und Pferdewagen transportieren sie ihre Waren, Kürbisse, Äpfel, Salat, Gänse und noch vieles mehr. Sie sind unterwegs zum großen Markt von Condate, um dort ihre Waren zu verkaufen. Ich weiß jetzt, wie wir den Kessel füllen. Hm? Wir verkaufen auf dem Markt. Verkaufen? Was denn? Wildschweine. Wir verstehen uns doch aufs Wildschweinjagen. Und die Wildschweine, die wir fangen, verkaufen wir. Das erinnert mich daran, dass wir noch nichts gegessen haben. Asterix und Obelix gehen auf die Jagd. Als sie eine Handvoll Wildschweine zusammen haben, um genau zu sein 14 Stück, marschieren sie mit den Tieren zum Markt von Condate. Salat! Leute, kauft Salat! Gesund und lecker! Blutwurst! Hier gibt's die saftige Blutwurst von Schweineschmalzix! Bei so vielen Leckereien läuft Obelix das Wasser im Mund zusammen. Asterix, ich hab Hunger. Wir haben keine Zeit zum Essen. Wir müssen jetzt einen guten Stand finden, wo wir unsere Wildschweine verkaufen können. Und wenn wir sie nicht verkaufen, essen wir sie dann? Wir müssen sie verkaufen. Aber das ist gar nicht so leicht. Denn Asterix und Obelix wissen überhaupt nicht, wie man etwas verkauft. Und sie sind auf dem Markt von Condate auch nicht die einzigen, die Wildschweine anbieten. Wildschweine! Schöne, schöne Wildschweine! Wir machen es wie der da. Wildschweine! Schöne, schöne Wildschweine! Wildschweine! Schöne, schöne Wildschweine! Wildschweine! Schöne, schöne Wildschweine! Wildschweine! Schöne, schöne Wildschweine!
Wildschweine! Schöne, schöne Wildschweine! Wer so laut schreien kann wie Asterix, verkauft auch seine Wildschweine. Allerdings zu einem ziemlichen Schweinepreis. 5 Sesterze für 14 Wildschweine. Denn Asterix hat keine Ahnung, was so ein Wildschwein auf dem Markt normalerweise kostet. Du, Asterix, jetzt, wo wir die Schweine verkauft haben, könnten wir doch was essen. Das stimmt. Wir kaufen uns einfach ein Wildschwein bei der Konkurrenz. Allerdings sind die Wildschweine bei der Konkurrenz wesentlich teurer als bei Asterix und Obelix. Ein Wildschwein, bitte. Macht 5 Sesterze. Was? Für ein Wildschwein? Zähneknirschend nimmt Asterix die sauer verdienten Sesterze aus dem Kessel und kauft davon ein Wildschwein. Am Rande des Markts sucht er sich mit Obelix ein ruhiges Plätzchen und brät es über einem Lagerfeuer. Asterix, ich verstehe das Geschäftsleben nicht. Wir hatten 14 Wildschweine. Die haben wir verkauft und... Ja, ich weiß. Ich glaube, wir taugen einfach nicht zu Geschäftsleuten, Obelix. Der Kessel ist immer noch genauso leer und der Zaubertrank hilft uns diesmal wohl auch nicht weiter. Na, mein Idefix, du hast schon genauso großen Hunger wie ich, stimmt's? Asterix, das ist's. Ich weiß, wer unseren Kessel füllen wird. Idefix! Idefix? Ich werde ihm ein paar Kunststückchen beibringen. Und dann werden uns die Leute einen Haufen Geldstücke zuwerfen. Schau, Idefix, mach Männchen. So. Na gut, dann nicht. Schlag Purzelbaum. Schau her. Ja. Egal wie sehr Obelix sich auch bemüht, Idefix zeigt nicht das geringste Interesse, ihm irgendetwas nachzumachen. Müh dich nicht ab, Obelix. Aus Idefix wird nie ein kluger Hund. Idefix kein kluger Hund? Das wirst du sehen. Idefix, wie viel ist 2 und 2? Na siehst du, das hab ich ihm beigebracht. Das glaube ich einfach nicht. Mit der Hilfe von Idefix lässt sich der Kupferkessel sicher nicht füllen. Aber irgendwie muss es unseren beiden Freunden doch gelingen. Nach dem Essen gehen sie zurück auf den Markt, um nach anderen Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen. Und es sieht so aus, als gäbe es da tatsächlich etwas. Eine tolle Belohnung für jeden, der eine Runde gegen einen meiner Gladiatoren durchhält. Egal gegen welchen. Auf dem Markt von Condate gibt es nämlich auch eine Kampfarena, den Palast der Gladiatoren. Mutige Marktbesucher können hier gegen echte Gladiatoren kämpfen. Und wenn sie den Kampf gewinnen, erhalten sie eine Belohnung. Auf Mut, Freunde! Wer wagt es, gegen meine Gladiatoren anzutreten? Keine Angst, die Kämpfe gehen nicht tödlich aus. Von Ausnahmen abgesehen. Eine fantastische Belohnung wartet auf euch. Schau, dort, Asterix. Damit füllen wir den Kessel. Das ist eine gute Idee. Wer versucht's als Erster? Na, wer wagt es, gegen meine Gladiatoren anzutreten? Ich! Ah, endlich ein Gallier, der nur die eine Angst hat. Der Himmel könne ihm auf den Kopf fallen. Was übrigens durchaus passieren kann. Kommt her zu mir, mein Freund. Na, welchen Gladiator wählt ihr für das Massaker? Den Legionär, den Netzkämpfer, den Numiden oder den da hinten mit dem Kampfhandschuh? Na, alle? Spinnengeiger. Wie ihr wünscht. So möge der Kampf beginnen. Gespannt strömt das Publikum in die Kampfarena. Die Tribüne ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Unten in der Arena wartet Obelix darauf, dass es endlich losgeht. Natürlich hat der Arenachef keine Ahnung, dass Obelix als Kind in einen Topf mit Zaubertrank gefallen ist.
Und auch der arme Gladiator ahnt davon nichts, als er mit Kampfhandschuh und Schwert auf Obelix zustürmt. Mit einem einzigen Schlag haut Obelix den Gladiator K.O. Gut. Bravo! Also, junger Mann, ihr habt einen wunderbaren Kunstgegenstand gewonnen, Der nächste! Ich habe einen Kessel zu füllen! Der nächste! Ein Gladiator nach dem anderen stürmt zu Obelix in die Arena. Der nächste! Die Kräfte sind so eindeutig verteilt, dass es dem Publikum langweilig wird. Nach und nach leeren sich die Reihen der Tribüne. Der nächste! Es gibt keinen Nächsten mehr. Ihr habt meine 8 Gladiatoren erledigt. Dann könnt ihr meinem Freund ja jetzt die Belohnung geben. Ja, sicher. Hier, bitte. Unter Belohnung hatten sich Asterix und Obelix eigentlich Geld vorgestellt. Was sie bekommen, ist jedoch ein Haufen kleiner Statuen aus Stein und glänzendem Metall. Das ist die Belohnung? Oh je, das dauert doch Jahrhunderte, bis diese Dinger wertvoll werden. Können wir stattdessen nicht lieber Geld haben? Geld? Ihr fragt mich allen Ernstes nach Geld? Nachdem ihr mich ruiniert habt? Meine Gladiatoren haben gekündigt. Sie wollen lieber vor Cäsar auf Leben und Tod kämpfen. Morituri te salutant und dieser ganze Zirkus. Naja, wenn ihr keine Gladiatoren mehr habt, dann stellt doch mich ein. Euch? Na gut, einverstanden. Es amüsiert das Publikum zuzusehen, wie ein Zwerg wie ihr zu Boden geht. Der Chef der Arena täuscht sich nicht. Das Publikum ist ganz wild darauf, mit Asterix zu kämpfen. Eine tolle Belohnung für jeden, der eine Runde gegen diesen Zwerg durchhält. Hier, der mit dem gelben Schnurrbart. Ich! Lasst ihn mir! Einen winzigen Augenblick, ich bin gleich soweit. Asterix stärkt sich mit einem Schluck Zaubertrank. Und schon geht es los. Der Erste der Herren kann kommen. Asterix verprügelt einen Gegner nach dem anderen. Schließlich sitzt, liegt und kriecht auf der Tribüne kein einziger Mann mehr, der nicht Bekanntschaft mit den Fäusten von Asterix gemacht hat. So, ich glaub, das war's. Jetzt Zeit! Seid ihr noch bei Trost? Euer dicker Kumpel hat alle meine Gladiatoren zusammengehauen. Und ihr, das ganze Publikum. Ihr habt mich ruiniert. Das soll ich euch noch bezahlen? Dicker Kumpel? Welcher dicke Kumpel? Gebt mir meine herrlichen Kunstgegenstände wieder und verschwindet! Mit leerem Kessel und hängenden Köpfen verlassen Asterix und Obelix die Kampfarena. Ziellos wandern sie durch die Straßen von Condate und suchen nach einem Weg, Geld zu verdienen. Und sie scheinen Glück zu haben, denn ihr Weg führt sie am Amphitheater vorüber, gerade als der große Regisseur Eleonorados auf der Suche nach neuen Schauspielern ist. Es haben nämlich eben welche gekündigt, wegen künstlerischer Differenzen. Tja, eure Konzeption vom Theater ist völlig antiquiert. Ich ersetze euch durch die ersten beiden dahergelaufenen Dummköpfe. Und ich gewinne bei dem Tausch. Hey, ihr zwei! Meinst du uns? Aber gewiss doch, mein Süßer. Habt ihr schon mal Theater gespielt? Wir? Nein. Ausgezeichnet. Ihr bringt etwas Neues, Unverdorbenes. Ich habe vor allem einen Kessel zu füllen. Bewundernswert. Erstaunlich. Die Antwort hat Zukunft. Kommt mit mir. Ihr seid begabt. Eleonorados führt Asterix und Obelix in das große Amphitheater, wo die Proben für die Premiere am Abend in vollem Gange sind. Orgien! Wir wollen Orgien! Du hast dein Orgien vergessen, Schätzchen. Oh, pardon. Orgien! Orgien! Wir wollen Orgien! Und nun zu euch. Ich will die dramatische Kunst erneuern. Wir haben eine Botschaft, eine Sendung. Wir müssen unser Publikum schockieren, herausreißen aus seiner Lethargie. Alles muss spontan sein. Und was sollen wir machen? Ihr beide bleibt völlig unbeweglich im Hintergrund der Bühne stehen.
Und wenn ich dann auf dich, den Dicken da, zeige... Psst, er heißt Obelix. Wer heißt Obelix? Dann tänzelst du zum Bühnenrand vor und sagst etwas. Egal was. Egal was? Ja, das ist das Ende des Schauspiels. Der Schrei der Spontanität. Du sagst, was dir gerade durch den Kopf geht. Es kommt aber vor, dass da gar nichts durchgeht durch meinen Kopf. Schön. Bis heute Abend, Kinder. Wir müssen uns auszeichnen. Dem Publikum geben, was das Publikum erwartet. Eine Botschaft. Asterix und Obelix hätten nie geahnt, dass die Schauspielerei eine so ernste Sache ist und so schwierig. Obelix jedenfalls beschäftigt den Rest des Tages nur eine einzige Frage. Was soll ich bloß sagen? Was soll ich denn bloß sagen, Asterix? Ach, das ist doch völlig unwichtig. Die Hauptsache ist der Kessel. Und die Botschaft? Was ist mit der Botschaft? Der Abend kommt und das Theater füllt sich mit dem für glänzende Premieren üblichen Publikum. Dem römischen Präfekten, den Garnisonschefs, den gewichtigen Beamten, kurz ganz Kondate ist anwesend. Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Eleonorados und seine Schauspieler wälzen sich über den Boden der Bühne und benehmen sich wie die Römer im Publikum, wenn sie eine Orgie feiern. Aber das alles scheint das Publikum nicht zu provozieren, sondern eher zu amüsieren. Ihr seid hässlich. Wir alle sind hässlich. Aber weniger hässlich als ihr. Es wird Zeit für das Ende des Stücks. Eleonorados zeigt auf Obelix, der vor Lampenfieber bibbert. Du bist dran. Los, geh schon. Das kann ich nie. Denk an den Kessel. Starr vor Angst tritt Obelix an den Rand der Bühne. Was soll er bloß sagen? Sag was. Los. Egal was. Was dir durch den Kopf geht. Ob das wirklich ein so guter Rat ist? Obelix geht im Moment nämlich vor allem eines durch den Kopf. Die spinnen, die Römer. Eine Frechheit ist das! Verhaften, alle Mann verhaften! Endlich hat Eleonorados seine Provokation. Das Publikum ist empört. Der Präfekt lässt alle Schauspieler verhaften und auf der Bühne wimmelt es auf einmal von römischen Legionären. Für Eleonorados endet der gelungene Abend im Gefängnis von Kondate. Natürlich lassen Asterix und Obelix ihren neuen Bekannten dort nicht im Stich. Als es Nacht wird, schleichen sie sich zu einem der vergitterten Gefängnisfenster. Psst, Eleonorados. Ah, ihr seid's. Sollen wir euch da rausholen? Nie im Leben. Man hat mich soeben engagiert, in Rom zu spielen. Im Zirkus. Eine einzige Vorstellung. Aber was für eine Vorstellung. Mit Löwen und allem. Das wird sehr lebensnah. Na, wenn ihr meint. Jedenfalls du, Dicker. Du solltest Theater spielen, Schätzchen. So eine Dreistigkeit. Toller Bursche. Obelix' Talent nutzt unseren beiden Freunden wenig. Ihr Kessel ist immer noch völlig leer. Traurig lehnen sie sich an die Mauer eines Hauses und schlafen ein. Bis sie am nächsten Morgen von einem wunderbaren Klang geweckt werden. Sesterze. Der Mann da hat sie uns in den Kessel geworfen. Ein fröhlicher Mann mit 2 prall gefüllten Geldsäcken schlendert durch die Straße und lässt jeden an seinem Glück teilhaben. Ich will keine traurigen Leute sehen, wenn ich fröhlich bin. Ich habe gerade einen Haufen Geld gewonnen. Was? Sagt, wie habt ihr denn das Geld gewonnen? Beim Pferderennen. Das ist die Idee, Asterix. Ich weiß nicht. Jetzt, wo wir mal ein bisschen Geld haben, ist es mir nicht recht, es aufs Spiel zu setzen. Aber du setzt es nicht aufs Spiel. Du setzt es auf Pferde und dann ist der Kessel voll.
Also gehen Asterix und Obelix zur Pferderennbahn und versuchen ihr Glück. Jeden Sesterz, den sie von dem glücklichen Gewinner geschenkt bekommen haben, setzen sie auf das blaue Pferdegespann. Das hat ihnen einer der vielen selbsternannten Experten auf der Pferderennbahn geraten. Der hat den Tipp nämlich von einem angeheirateten Vetter des Wagenlenkers bekommen. Blau kann unmöglich verlieren. Aufgeregt nehmen unsere Freunde auf der Tribüne Platz. Unten in der Rennbahn sehen sie den Wagen, auf den sie all ihr Geld gesetzt haben. Ein blauer römischer Streitwagen mit 4 kräftigen Rossen in blauem Zaumzeug. 3 weitere Vierspänner treten gegen die Blauen an. Ein weißer, ein roter und ein grüner Wagen. Jetzt wird es spannend. Das Rennen beginnt. Das Publikum tobt und jubelt. Jeder hat seinen Favoriten, genau wie unsere Freunde. Die Blauen! Die Blauen! Die Blauen! Das blaue Viergespann liegt vorne, bis plötzlich... Die Blauen! Die Blauen! Der Fahrer des blauen Wagens beendet das Rennen als letzter, zu Fuß. Sein Wagen wurde völlig zerstört. Asterix und Obelix haben ihre wenigen Sesterze restlos verloren. Seufzend verlassen sie die Pferderennbahn und schlurfen traurig durch die Straßen von Condate. Und wenn wir den Kessel verkaufen würden? Das füllt ihn auch nicht. Plötzlich hat Asterix eine Idee. Sein Blick fällt auf ein großes Gebäude. Es ist eine römische Bank. Obelix, weißt du, was wir machen? Wildschweine essen? Nein, wir überfallen die Bank da drüben. Die Römer rauben unser Geld. Da ist es kein Verbrechen, die Römer zu berauben. Wir müssen die Bank beobachten und herausfinden, wann Wachablösung ist und wo sie ihr Gold aufbewahren. In einem Gasthaus mieten Asterix und Obelix ein Zimmer mit Blick auf die Bank. 2 Tage und 2 Nächte lang beobachten sie das Gebäude und notieren alles, was sich rund um die Bank tut. Nach der 2. Nacht sind sie endlich bereit für ihren Überfall. Obelix, wach auf! Ich habe die Zeiten für die Wachablösung. Ich habe festgestellt, dass die Wache morgens gegen 11 Uhr ihren Posten verlässt und am Brunnen Wasser trinken geht. Und? Das ist der Zeitpunkt zum Handeln. Schau her, ich habe einen Plan gezeichnet. Idefix macht den Aufpasser, um uns zu warnen, falls die Wache früher als vorgesehen zurückkommt. Du schlägst die Tür ein, ich halte mich bis dahin hinter einer Säule versteckt und stürze dann hervor. Wir haben 5 Minuten Zeit für unser Vorhaben, bevor die Wache zurückkommt. In dieser Zeit müssen wir das Gold gefunden haben. Hast du verstanden? Nein. Oh, gut, dann sei's drum. Wir gehen jetzt darüber, schlagen die Tür ein, nehmen das Gold und gehen wieder. Das hab ich verstanden. Asterix stärkt sich mit einem großen Schluck Zaubertrank und schon geht es los. Vorbei an der Wache, Halt! durch die Tür, bis zum Bankschalter. Das ist ein Überfall. Versucht nicht, um Hilfe zu rufen. Wo ist das Gold? Normalerweise im Keller, aber... Ruhe! Obelix, du bleibst hier. Wenn einer Dummheiten macht, bringst du ihn zum Schweigen. Jawohl. Ich gehe den Kessel füllen und komm wieder. Asterix steigt hinab in das Kellergewölbe der Bank und öffnet die eiserne Tür der Schatzkammer auf Gallierart. Was er dahinter findet, ist allerdings ziemlich überraschend. Alle Geldtruhen in der Kammer sind offen. Und Leer. Sie sind alle leer. Nicht ein einziger Sesterz. Was ist denn das für eine Bank? Wo ist denn das ganze Geld? diese Frage kann einer der Bankbeamten beantworten. Aber mein armer Freund, wir haben kein Gold mehr, kein Ass mehr. Deshalb erhebt Cäsar doch Steuern. Los, komm, Obelix, wir gehen.
Asterix und Obelix haben wirklich alles versucht, um den Kessel mit Sesterzen zu füllen. Sie haben Wildschweine verkauft, Gladiatoren besiegt, Theater gespielt, auf der Pferderennbahn gewettet und eine Bank überfallen. Alles ohne Erfolg. Jetzt ist selbst der immer fröhliche Asterix mit seinem Latein am Ende. Es ist vorbei, Obelix. Ich werde Moralelastix den leeren Kessel zurückbringen und ihm erklären, dass ich allein schuld bin. Damit ist die Ehre des Dorfes gerettet. Es ist eine gute Idee, den Kessel zurückzubringen. Dann können Sie wenigstens wieder Zwiebelsuppe drin kochen. Das wird Sie bestimmt trösten. Und was machen wir, nachdem wir den Kessel zurückgebracht haben? Danach mache ich mich für immer auf und davon. Und ich mache mich mit dir zusammen für immer auf und davon. Und Idefix auch. Traurig verlassen Asterix und Obelix Kondate und machen sich auf den Weg zum Dorf von Moralelastix. Nach ein paar Tagen Fußmarsch haben sie es fast erreicht. Ist es noch weit? Wir sind gleich da. Das Dorf von Moralelastix liegt an der Steilküste hinter diesem Wald. Bevor unsere beiden Gallier ihr Ziel erreichen, erwartet sie allerdings noch eine sehr interessante Begegnung. Platz dem Steuereinzieher, dem Sonderbeauftragten von Julius Caesar. Asterix und Obelix kommt eine römische Patrouille entgegen. Die Legionäre bewachen den Steuereinzieher und seine Geldtruhe. Das ist unsere letzte Chance, den Kessel zu füllen. Mir nach! Tralali, tralala. Platz dem Steuereinzieher, dem Sonderbeauftragten von... Einen Moment, bitte. Asterix springt aus dem Gebüsch und hält die Patrouille an. Der Steuereinzieher findet das gar nicht amüsant. Auf Beamtenart versucht er, die Situation zu klären. Erklärung. Seid ihr A. einfache Passanten, B. freundlich gesinnt, C. Banditen? Römer, gebt uns das Geld aus eurer Truhe, wenn ihr keine Hiebe wollt. Aha. C. Banditen. Kostenlose Verwarnung. Rührt unsere natürlichen Personen nicht an. Jede Reklamation ist an Caesar, Julius in Rom zu richten. Zum Angriff! Na endlich! Ich dachte schon, die Formalitäten würden gar kein Ende nehmen. Ja! Los, Römer, gib uns endlich dein Geld! Ein paar Hiebe später können sich Asterix und Obelix endlich den wichtigen Dingen zuwenden. Ihr müsst die Summe, die ihr entnehmt, versteuern. Ich will nur meinen Kessel füllen. Wenn danach von deinem Geld was übrig bleibt, gebe ich dir zurück. Und jetzt rück endlich die Truhe raus. Dieser einstweilige Vorschuss kann auf die später fällige Summe in Anrechnung gebracht werden. Tut mir leid, es ist genauso viel, wie ich brauche. In der Truhe des Steuereinziehers sind tatsächlich genauso viele Sesterze, wie in den Kupferkessel passen. Merkwürdig. Und noch etwas anderes ist sehr merkwürdig. Das Geld hat nämlich einen ganz besonderen Geruch. Aber, Obelix, riech mal. Riechen? Aber Geld riecht doch nicht. Diese schon. Und zwar nach... Das riecht gut. Zu gut. Los, komm, Obelix. Hey, eine Quittung! Unterschreibt mir eine Quittung! Mit dem Kessel voller Sesterze marschieren Asterix und Obelix die Steilküste hinauf. Direkt oberhalb der Klippen liegt das Dorf von Moralelastix. Das Haus des Häuptlings ist leicht zu finden. Es ist das größte im ganzen Dorf. Moralelastix! Hier ist dein Geld! Geld? Wo? Ah, du bist's. Ich bringe die Sesterze, die du meiner Obhut anvertraut hattest. Ich denke, der Steuereintreiber war schon da, oder? Ja. Er hat kein Geld bei uns gefunden. Darum ist er wieder gegangen. Gut, also danke. Einen Moment.
Diese Sesterze riechen nach Zwiebelsuppe, obwohl sie aus der Truhe des römischen Steuereintreibers stammen. So? Und wenn diese Sesterze denselben Geruch haben wie die, die du mir anvertraut hast, dann heißt das, dass es dieselben sind. Hast du das mit den Zwiebelsuppe-Sesterzen verstanden, Idefix? In der Nacht damals, als du in unser Dorf gekommen bist, hast du mich auf die Seite gezogen, um mir ein paar Ratschläge zu geben. Zur selben Zeit haben deine Männer dieses Geld gestohlen. Auf deinen Befehl. Mit dem Geld hast du deine Steuern bezahlt und dich bei den Römern liebkind gemacht. Denn du wusstest, dass ich das Unmögliche möglich machen und dir das Geld zurückbringen würde. Kurz, wir hätten deine Steuern bezahlt. Ich sehe, dass du kapiert hast. Oh ja, ich habe kapiert. Könnte mir vielleicht mal einer was erklären? Zu mir, meine Mannen! Kümmer du dich um die anderen, Obelix. Ich kümmere mich um Moral Elastix. Aber du erklärst es mir dann später, ja? Im Allgemeinen möchte ich nämlich gern wissen, warum wir uns hauen. Und nun zu uns. Wie du meinst. Asterix muss den Kampf gegen Moral Elastix ohne Zaubertrank bestehen. Gallier gegen Gallier stehen sich gegenüber und kreuzen ihre Schwerter. Oh nein, es sieht nicht gut aus für Asterix. Moral Elastix hat ihm das Schwert aus der Hand geschlagen. Deine Rechnung war zu gut bei Belenus. Hä? Was ist denn das? Gerade als Moral Elastix zum Schwertschlag ausholt, nimmt Asterix die Schwerkraft zu Hilfe. Moral Elastix hat sich mit seinem Kessel voller Sesterze nämlich zu nah an den Rand der Klippe gewagt. Die Klippe bricht ab und reißt den Kupferkessel mit sich in die Tiefe. Moral Elastix ist zwar auch gestürzt, aber im letzten Augenblick konnte er sich noch an der Kante der Steilküste festklammern. Meine Sesterze! Meine wertvollen Sesterze! Gib mir deine Hand. Ich zieh dich hoch. Ich denke, der Kampf ist zu Ende, Moral Elastix. Unsere Schuld ist beglichen und deine Habsucht bestraft. Möge dir das eine Lehre sein. Komm, Obelix, wir gehen heim. Gute Idee. Ich hab nämlich Hunger. Meine Sesterze! Niemandem werden sie jetzt noch nützen. Nun, Moral Elastix täuscht sich. Die Sesterze sind nicht für alle verloren. Genau in dem Augenblick, in dem der Kessel von der Klippe fällt, fährt unten an der Steilküste nämlich ein Piratenschiff vorbei. Meuterei! Wer wagt es, mir einen Kessel auf den Kopf zu werfen? Ihr Auerochsen! Das waren wir nicht, Captain. Der Kessel kam einfach von da oben aus der Luft. Oh, guck mal, was da drin war. Sesterze. Unglaublich viele Sesterze. Und gut riechen tun sie auch noch. Und so sind die Piraten einmal, ein einziges Mal zufrieden. Genauso zufrieden sind auch unsere Freunde, die von ihrem ganzen Dorf gefeiert werden. Fröhlich sitzen die Dorfbewohner zusammen um das große Feuer, essen, trinken und lachen ausgelassen. Denn dank Asterix und Obelix ist die Ehre des Dorfes gerettet. Auch wenn Obelix die Sache mit dem Kupferkessel noch immer ein gewisses Rätsel ist. Was ich immer noch nicht begriffen habe, ist, warum man Geld statt Suppe in den Kessel getan hat.